Buy and Hold, 3 Aktien für die Ewigkeit. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Ich stelle euch heute 3 Aktien vor, die sich für eine ewige Haltefrist eignen. Und wir starten noch sofort rein. Das erste Unternehmen, das ich dabei habe, ist die Stryker Corp. Wir haben da im Moment eine Bewertung von KGV 40 und 0,9% Dividende. Ja, auch gesunde Ausschüttungsquote und 140 Milliarden Marktkapitalisierung. Man ist im Bereich der Medizintechnologie unterwegs. Also Stryker ist einer der weltweit führenden Anbieter von Medizintechnologieprodukten, also sowas wie Implantate, chirurgische Geräte und Krankenhausausstattung. Also man hat sich hier auf orthopädische und chirurgische Lösungen fokussiert und man ist hier auch sehr stark innovationsgetrieben und eben in einem doch stark wachsenden Sektor aufgestellt und hier auch als globales Unternehmen operativ tätig. Ja, oben rechts sieht man mal hier diese klassische Striker-Liga, die sollte wahrscheinlich auch jedem schon mal irgendwo über den Weg gelaufen sein. Kommen wir mal zu den aktuellen Scores. Einerseits sehen wir jetzt links die Qualitätschecks, rechts die Dividenden-Scores. Qualitätscheck 13 von 15 Punkten, also auch das ein ordentlicher Score. Es gibt hier nur Punktabzug wegen der Verschuldung und wegen dem Earnings per Share Wachstum. Bei der Dividende sieht es auch sehr gut aus. Da ist nur auch wieder die Finanzverschuldung der einzige Punktabzug. Also sowohl von der Qualität her sehr, sehr hochqualitativ und Dividende sieht auch gut aus, auch wenn wir jetzt hier erst mal eine relativ niedrige Rendite haben von nur 0,9%. Dann schauen wir auf die aktuelle Bewertung. Das ist jetzt hier auf Basis des Gewinns. Im letzten Jahr sehen wir, dass wir im Moment so 10 bis 15% überbewertet sind. Die Aktie ist jetzt auch schon relativ gut gelaufen tatsächlich. Piotrowski F-Score haben wir einen Score von 8 von 9 Punkten, also das ist auch sehr, sehr stark. Zur Dividende, wir haben eine gute Dividendenhistorie, also man ist hier sehr schön gewillt, die Dividenden zu steigern. Also sieht man wirklich schön, wie progressiv das hier nach oben geht. Und die Prognose sagt jetzt auch, dass es hier weitergehen soll. Ich gehe auch davon aus, dass Striker seine Dividende weiterhin stark steigern wird. Die Analysten, die tendieren im Moment tatsächlich auch zu 67% zum Kaufen, 30% sagen halten und nur 3% sagen verkaufen. Schauen wir mal auf die aktuelle Bewertung. Also wir haben jetzt hier im Schnitt der letzten 5 Jahre ein bilanziertes KGV von 41 gehabt und jetzt hier ein bilanziertes von 35,55 im Aktienfinder. Das heißt, wir sind hier doch deutlich unter dem Schnitt der letzten Jahre. Das gleiche gilt fürs bereinigte KGV ganz knapp und das Einzige, was hier im Moment jetzt drüber ist, ist das Kurs-Cashflow-Verhältnis. Da haben wir im Moment 32,88 im Vergleich zu 30,75 und das KUV ist ebenfalls leicht drüber. Aber vom KGV, also vom Gewinn her, sieht es im Moment tatsächlich interessant aus, auch für einen Einstieg. Wir schauen uns jetzt gleich noch die aktuelle Chart-Situation an, ob sich jetzt vielleicht sogar akut ein Einstieg aufdrängt. Davor würde ich dich gerne noch daran erinnern, wenn dir das Video gefällt, lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft mir und meinem Kanal definitiv weiter. Und einfach die Glocke anmachen, damit du auch keine neuen Videos mehr verpasst. Vielen Dank an der Stelle. Ja, jetzt schauen wir uns hier den langfristigen Chart von Stryker an. Also wir sehen wirklich schöne dynamische Entwicklung. Die letzte große Korrektur hatten wir hier so 2022, wie es ja die meisten Aktien hatten. Und wir sehen jetzt hier, dass wir uns im Moment auf Allzeithoch befinden mit 370 US-Dollar. Also an sich akut jetzt hier kein spannendes Einstiegsszenario. Klar, man könnte hier immer mal wieder einen kleineren Rücksetzer vielleicht abwarten oder mitnehmen, aber es ist eine gute Aktie. Also wenn wir so eine langfristige Läuferphase wieder hier bekommen würden, dann würde sich jetzt hier auch schon ein Einstieg anbieten. Es ist ein hochqualitatives Unternehmen. Also ich denke, dass sich da jeder größere Rücksetzer mal auf jeden Fall als gute Kaufchance letztendlich herausstellen wird. Wenn wir uns den Trendkanal anschauen, haben wir auch hier noch gut Luft, hier oben nach 500 US-Dollar ungefähr. Und ja, ich schätze mal, dass dann da auch die Korrektur erstmal wieder also sinnvoll ist, dass man hier mal wieder eine Korrektur mit einbaut. Ist ja jetzt auch kein atypisches Verhalten für das Unternehmen, aber definitiv spannendes Ding, sollte man sich mal auf die Watchliste legen. Aber jetzt gucken wir weiter auf das nächste Unternehmen, das ich dabei habe. Und das nächste Unternehmen ist American Waterworks. Und hier wird es dann jetzt gleich spannend, weil wir da nicht auf Allzeithoch sind und da sich jetzt auch eine gute Chance anbieten könnte.
Wir haben im Moment ein KGV von 29, haben eine Dividende von 2,2% bei einer Ausschüttungsquote von 58%, also das ist auf jeden Fall auch akzeptabel. Eine Marktkapitalisierung von 27 Milliarden US-Dollar und wir sind ein Wasserversorgungsunternehmen. In den USA ist es der größte privatwirtschaftliche Wasserversorger in den USA. Man bietet dann eben ja, Trinkwasser- und Abwasserlösungen an und hat, ja klar, dadurch einfach ein reguliertes Geschäftsmodell. Also der Großteil des Umsatzes kommt eben aus diesen stark regulierten Versorgungsgebieten, was dann eben stabile Einnahmen und Cashflows sichert und man setzt dann eben auch viel auf diese nachhaltige Wassernutzung und eben dem Schutz von Wasserressourcen, um dann auch langfristig die Versorgung gewährleisten zu können. Schauen wir mal in den Qualitätscheck. Hier sieht es nicht ganz so gut aus wie bei Striker. Hier haben wir einen Score von 9 von 15 Punkten. Wir kommen jetzt eben auch aus einer schwierigen Phase, ja, so in der Inflationskorrektur. Sehen jetzt hier Punktabzug, Umsatzwachstum, Stabilität des Earnings per Share Wachstums und des Umsatzes. Und natürlich viel für die Performance und den Kurs, weil wir hier schon gut runtergekommen sind und schön korrigiert haben. Ist natürlich aber jetzt auch interessant für einen Kauf und ja, auch einfach eine Aktie für die Ewigkeit, weil es eben ein Wasserversorger ist. Also ich denke, da ist es stimmt mir jeder zu, ähnlich wie bei Striker, die Gesundheit ist es hier Wasser. Da werden wir nie irgendwie eine andere Alternative finden. Wir müssen mit Wasser versorgt werden, von dem her starker Player, haben einen Dividendenscore von 13 von 15 Punkten, also das ist auch gut. Gibt es nur einen Punkt Abzug bei der Finanzverschuldung und bei der relativen Stärke. Aber hier die Dividende mit 2,2% auf jeden Fall schon sehr nett. Und da wurde die Dividende auch schon nett gesteigert. Hat jetzt zwar noch nicht diese riesige Historie, aber definitiv auch aus Dividendensicht spannend. Hier mal auf Basis des Gewinns der aktuelle Fair Value. Und wir sehen, wir liegen hier fast genau auf dem fairen Wert. Also sehr spannend. Wir waren da natürlich jetzt auch ganz lange mal unter dem fairen Wert. Haben Piotrowski Erst-Score von 8 von 9 Punkten. Also ist auch wirklich gut. Hier sehen wir jetzt mal die Dividende und da seht ihr jetzt schon, dass wir da wirklich eine sehr schöne Steigerung drin haben. Also gefällt mir wirklich gut. Gerade für so einen Versorger sind es doch eher relativ starke Steigerungen. Wir haben 24% der Analysten, die sagen kaufen, und 53% sagen halten, 24% sagen verkaufen. Also relativ neutrales Rating im Moment. Zudem können wir uns jetzt hier noch die KGVs der letzten 5 Jahre im Schnitt anschauen. Hier sind wir sowohl beim KGV bilanziert als auch beim bereinigten, so beim KCV und beim KOV unter den Schnitt der letzten 5 Jahre. Also da sieht es wirklich gut aus. Bei der Bewertung würde ich sagen, wir sind jetzt im Moment unterbewertet. Deswegen habe ich sie jetzt eben auch mit dabei und wir schauen uns jetzt den langfristigen Chart an, ob sich da jetzt ein Einstieg direkt vielleicht aufdringen könnte und ob da viel Potenzial drin steckt. Davor wollte ich dich noch darauf hinweisen, es gibt im Moment eine Aktion beim Finanznet Zero Broker. Wenn du mit dem ersten Link in meiner Beschreibung oder im ersten angepinnten Kommentar zum Finanznet Zero gehst und dir einen Broker, ein Depot eröffnest, kannst du eine Prämie von bis zu 200 Euro erhalten, mindestens 25 Euro. Also für jemanden, der noch kein Depot vielleicht hat oder eine zusätzliche Strategie fahren möchte, definitiv spannend. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Damit unterstützt ihr mich natürlich auch indirekt. Danke an der Stelle. So, American Waterworks, langfristiger Chart. Wir sind seit 2008 an der Börse. Haben hier einen schönen Aufwärtstrend gesehen bis zum Hoch 2021, 2022, als wir eben in diese Korrektur abgerutscht sind mit ja, hohen Zinsen natürlich, die sehr, sehr wichtig sind für diese Versorger und eben diesem ganzen inflationären Umfeld und haben seitdem eigentlich einen mittelfristigen Abwärtstrend hier drinnen gehabt. Also wir sind hier komplett nach unten gelaufen, kann das mal schön einzeichnen. Hier befinden wir uns jetzt die ganze Zeit in einem Abwärtstrendkanal bis zuletzt. Ja, also wir sind hier im Juli 2024 sehr schön ausgebrochen und haben jetzt hier den ersten Rebound auf die wichtigste Unterstützungszone hier gemacht, also im grünen Bereich, wurden schön hochgekauft und ich gehe jetzt tatsächlich davon aus, dass wir hier neue All-Time-Highs bald schreiben werden. Es ist jetzt keine schnelle Aktie, aber ich denke, langsam und gemächlich werden wir uns jetzt wieder nach oben bewegen. Also hier ist auf jeden Fall ein schönes Kaufsignal ausgelöst worden, über der 200-Tage-Linie, über der wichtigsten Unterstützung. Also da würde ich mich aus dem Fenster lehnen und würde sagen, das ist schon im Moment sehr, sehr spannend, sich das mal ganz genau anzuschauen. Auch wenn wir jetzt hier diesen dynamischen Trendkanal verlassen haben, spielt eben dann doch die horizontale Unterstützung das Wichtigere, also die wichtigere Rolle.
Von dem her ist es auch noch völlig im Rahmen. Der langfristige Trend wäre erst hier unten bei 92 US-Dollar gebrochen. Also mit dieser schönen Bodenbildung sieht es jetzt einfach wirklich gut aus. Genau, das war's zu American Waterworks. Könnt ihr euch auch gerne mal selber noch genauer anschauen, das Unternehmen. Wir schauen uns aber weiter und zwar zur letzten Aktie. Und das dritte Unternehmen, das ich dabei habe, ist Packaging Corporation of America. Ja, es ist ein Verpackungshersteller, ja, führender Hersteller von Wellpappenverpackungen und Containerboards in den USA. Und die ja, liefern Verpackungen eben an verschiedene Industrien, also Konsumgüter, Lebensmittel, Chemikalien, Pharmazeutika, und man setzt da auch verstärkt auf recycelbare und umweltfreundliche Verpackungslösungen. Ja, und der Hauptnachfrage, Hype sozusagen, ja, ist durch E-Commerce, also der Wachstum des Onlinehandels und generell der E-Commerce-Branche, hat dann eben die Nachfrage nach diesen ganzen Verpackungen extrem erhöht, was jetzt auch PCA wirklich zugutekommt. Wir haben KGV von 28, nette Dividende von 2,25% bei einer Ausschüttungsquote von 58%, eine Marktkapitalisierung von 145 Milliarden US-Dollar, also ist jetzt auch kein kleiner Player, also man ist da wirklich sehr stark aufgestellt. Bei den Scores sehen wir, dass wir einen Qualitätscheck-Score von 10 von 15 Punkten haben. Beim Umsatzwachstum, Earnings per Share Wachstum, da gibt es viel Punktabzug. Aber beim Dividendencheck sieht es dann nochmal ein Stück grüner aus. Hier mit 13 von 15 Punkten. Man hat ja auch schon wirklich eine nette Dividendenrendite zum aktuellen Preis. Schauen wir uns mal die Bewertung an. Also hier Packaging Corp auf Basis des Gewinns im letzten Jahr. Ja, doch deutlich überbewertet. Wir sind jetzt auch hier stark gelaufen. Also wir sind jetzt auf Allzeithoch. Piotrowski F-Score 5 von 9 Punkten. Aber für mich jetzt auch eben eine Aktie für die Ewigkeit, weil wir werden Verpackungen immer brauchen. Also sowohl für Nahrungsmittel als auch für Pharmazeutika und so weiter. Also ich denke auch nicht, dass hier so ein Unternehmen wegrationalisiert wird in den nächsten absehbaren Jahrzehnten. Von dem her auch sehr, sehr spannend. Die Dividende, die ist teilweise wirklich stark gesteigert worden, dann aber auch mal wieder langsam. Warum ist das so? Ja, es ist ein Unternehmen, das doch sehr stark einfach an der Konjunktur hängt und an der aktuellen generellen ja, wirtschaftlichen Gegebenheiten und des wirtschaftlichen Umfeld einfach geschuldet. Und umso besser es natürlich läuft in der Wirtschaft, umso stärker läuft das Geschäftsmodell und umso besser kann natürlich dann auch das Unternehmen Dividende steigern. Deswegen hatten wir jetzt auch eine gute Steigerung hier in Corona mit drinnen, weil da eben der E-Commerce und der Onlinehandel so stark gelaufen ist. Analysten sagen hier 33% kaufen, 50% halten und 17% verkaufen. Also auch hier ein neutral bis gutes Rating. Bei der aktuellen Bewertung, dann sehen wir doch, dass wir hoffnungslos überbewertet sind. Im Vergleich der letzten 5 Jahre sind wir bei allen Werten, also KGV, KCV, KUV, stark überbewertet. Und jetzt schauen wir uns aber erst noch den Chart an von Packaging Corp, ob das wirklich der Fall ist oder ob sich da vielleicht sogar im Moment ein Einstieg anbietet. Schauen wir uns das Ganze mal auf Monatsbasis am besten an bei Packaging Corp. Wir sehen halt hier, wenn wir den Monatstrendkanal einbauen, dass wir schon noch gut Luft nach oben haben, vielleicht so auf 350 etc. Aber es ist eben schon ein sehr, sehr zyklisches Unternehmen und da sind halt eben solche langfristigen Korrekturen, die hier mal 2, 3 Jahre dauern, wirklich normal. Also ich würde da erstmal abwarten, wie sich der Kurs im Moment entwickelt. Es ist ein sehr, sehr schöner Anstieg, ähnlich wie es hier mal war, so 2015 bis 2018 und dann eben die starke Korrektur. Also ja, ist ein ganz normaler Zykliker, so ein bisschen. Deswegen denke ich, dass man hier auch nochmal eine schönere Einstiegschance bekommt. Aber auf jeden Fall spannendes Unternehmen, definitiv ja, für die Ewigkeit geeignet. Und jetzt schauen wir uns noch den Performance der Aktien im Vergleich mit dem S&P 500 an. Wir sehen jetzt hier den S&P 500 Total Return in blau und die anderen 3 Aktien, Stryker in orange, AWK, also American Waterworks in lila und Packaging Corp in hellgrün. Wir sehen, dass nur Packaging Corp in den letzten 5 Jahren den S&P 500 nach aktuellem Stand outperformen konnte. Hier, das war auch tatsächlich mal in 2022, 2021 der Fall. Bei American Waterworks nur ganz kurzfristig mal und Stryker hatte da schon wirklich starke Probleme, den S&P 500 outzuperformen.
aber es sind eben alles drei wirklich sehr, sehr sichere Aktien und wir wissen ja alle, also S&P 500 ist dann doch sehr technologielastig und ja auch schwankungsanfällig. Und die drei Aktien sind halt jetzt eben gerade für eine Strategie geeignet, wo man sich nur Aktien reinlegen möchte, die man hier einfach kauft und hält und vergisst sozusagen. Ja, genau, also wir sehen relativ starke Performance, vor allem von Packaging Group. Ja, das waren jetzt alle Aktien, die ich mit dabei hatte. Wenn dir das Video gefallen hat, checkt doch gerne meine letzten Videos aus. Zum Beispiel hier eine Analyse zu den Crashes bei ASML und LVMH. Da habe ich ein Video zu den letzten Quartalszahlen gemacht und ob sich da jetzt im Moment eine Einstiegschance anbietet. Oder wenn du dich generell für meine Anlagestrategie interessierst oder meine Aktien-Watchliste, kannst du auch gerne das Video hier auschecken. Da habe ich ein paar Aktien von meiner Watchliste vorgestellt. Also wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, Glocke anmachen und gerne ein Abo da lassen. Freut mich immer sehr. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.